Hallo, heute schauen wir uns mal den am längsten erhaltenen Teil der Berliner Mauer an. Wir marschieren unterwegs zu einem der quirligsten Unterhaltungsviertel in Berlin und am Ende entdecken wir eine der schönsten Brücken Berlins. Also freut euch auf den Spaziergang an der East Side Gallery. Wir starten unseren Spaziergang am Ostbahnhof und laufen zur Oberbaumbrücke. Über 1,3 Kilometer führt uns unsere Strecke an der East Side Gallery heute entlang. Die East Side Gallery ist heute eine der berühmtesten Touristenattraktionen in Berlin, eine der populärsten. Aber die Geschichte dahinter ist natürlich ein bisschen ernster. Die Mauer, die ihr hier seht, war die sogenannte Hinterlandmauer vom Ostberlin. Wer allerdings vorhatte, in den Westen zu fliehen, hatte hier ziemlich schlechte Karten, denn das war erst der erste Teil der Grenzbefestigungsanlagen. Wer hier die erste Mauer überwinden konnte, musste erst noch ein riesen Gelände überwinden mit weiteren Sperranlagen und zur Spree kommen. Die gesamte Spree war auch noch Ostberliner Teil. Erst wenn man es geschafft hat, wirklich am anderen Ufer anzukommen, dann hat man Westberlin erreicht. Auf Infotafeln seht ihr die Bilder der ehemaligen Grenzanlage, also wenn man die erste Mauer überwunden hat, hat man jede Menge noch zu tun gehabt. Und deshalb hat es hier auch kaum jemand geschafft, die Mauer zu überwinden. Wir laufen jetzt langsam auf der Ostseite der East Side Gallery und schauen uns die Bilder und Gemälde hier an, soweit das möglich ist. Der Platz ist relativ eng vor der East Side Gallery. Ich bin hier an einem Donnerstagmittag lang gelaufen, da war es nicht ganz so voll, nicht ganz so viele Touris waren unterwegs. Allerdings werdet ihr nachher noch Menschentrauben sehen vor den berühmtesten Gemälden. Und wenn ihr an der East Side Gallery unterwegs seid, seid ein bisschen vorsichtig. Es gibt Taschendiebe und spielt auf keinen Fall beim Hütchenspiel mit. Hier stehen wir vor Kani Alavis Werk. Es geschah im November. Es zeigt eine dicht gedrängte Menschenmenge. Die Gesichter wirken hoffnungsvoll, aber auch verunsichert. Genau diese Mischung aus Freude und Sorge prägte für viele Menschen die Zeit direkt nach dem Mauerfall. Und hier haben wir eins der bekanntesten Motive der Berliner East Side Gallery von Birgit Kinder. Der Trabant scheint die Mauer zu durchbrechen. Zwischendurch bin ich dann mal auf den Mittelstreifen der Straße gewechselt und filme von dort weiter aus etwas Entfernung. Direkt vor der East Side Gallery wird es manchmal wirklich ein bisschen sehr eng.
Das Bezirksamt plant hier im nächsten Jahr Umbauten. Die Parkplätze sollen hier wegfallen, direkt vor der Eastside Gallery. Und der frei werdende Platz, den können dann die Besucher nutzen. Eine Tür in der Mauer, die hätten sich früher bestimmt einige Leute gewünscht, nur leider gab es die natürlich nicht. Auch Andrei Sacharow ist hier auf der Eastside Gallery verewigt. Nach Mauerfall gab es hier auch den Oststrand, da wurde Sand aufgeschüttet, Strandkörbe hingestellt und da konnte man seinen lecker Feierabenddrink nehmen. Zwischen 1991 und 96 gab es hier eine große Wagenburg, in der 250 Menschen lebten. Hier können wir nochmal einen Blick auf ein altes Foto der DDR-Grenzanlagen werfen. Ihr findet an der ganzen Eastside Gallery diese Infosäulen. Da werdet ihr ganz gut über die Geschichte informiert, solltet ihr euch unbedingt anschauen. Und hier blicken wir schon mal voraus Richtung Oberbaumbrücke. Da werden wir nachher noch hingehen. Ungefähr die Hälfte des Spaziergangs ist jetzt rum und jetzt stehe ich auf dem Uberplatz vor der Uber Arena. Eishockey-Fans werden das kennen, hier spielen die Eisbären und auch zahlreiche Konzerte finden hier statt. Hatte ich im Intro quirliges Unterhaltungsviertel oder sowas gesagt? Also davon ist heute am Donnerstagmittag nicht so viel zu spüren. Der Irish Pub ist im Tiefschlaf, aber die Gelegenheit ist günstig, sich hier mal umzuschauen in Ruhe. Wenn hier die Eisbären spielen oder ein großes Konzert ist, sieht das ganz anders aus. Das könnt ihr mir glauben. Interessant für alle Shopping-Fans und Fashion-Victims, hier hat Zalando den Hauptsitz. Und wenn ihr ein Stück weiter geht Richtung Warschauer Straße, trefft ihr auf die Eastside Mall, ein großes Einkaufszentrum. Hier könnt ihr euch zum Beispiel Verpflegung holen für euren weiteren Spaziergang. Und wir laufen jetzt auch gleich weiter vom Uberplatz Richtung Warschauer Straße entlang der Eastside Gallery.
Und jetzt wird's hier richtig voll an der Eastside Gallery. Natürlich das bekannteste Gemälde, der Bruderkuss zwischen Leonid Brezhnev und Erich Honecker. Das Gemälde stammt von Dimitri Vobels, ich hoffe, ich habe das hier irgendwie richtig ausgesprochen, und trägt eigentlich den Titel Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben. Wer alt genug ist und früher auf der Ostberliner Seite hier lang gefahren ist, wird sich hieran erinnern. Genauso sah die Mauer hier aus, weiß mit ein bisschen grauen Absatz. Die Mauer erfüllte damals auch den Zweck, den Blick Richtung Westen zu versperren. Natürlich ist auch Michail Gorbatschow hier verewigt auf der Eastside Gallery. Und hier haben wir das Ende der Eastside Gallery erreicht, kurz vor der Oberbaumbrücke. Ich würde an eurer Stelle auch immer die Richtung laufen vom Ostbahnhof bis zur Oberbaumbrücke, weil von dort aus könnt ihr zum Beispiel hier in Richtung Warschauer Straße weiterlaufen. Da gibt es dann die Revaler Straße mit dem RAW-Gelände oder die Simon-Dach-Straße mit den vielen Kneipen. In der anderen Richtung, über die Oberbaumbrücke, kommt ihr dann in Richtung Kreuzberg. Auf der Spree wurden wir noch begrüßt von den Kaulitz-Brüdern als Quietscheentchen. Irgendwie waren die hier zu einem Promotermin in Berlin. Die beiden blauen Boote sind Hotelschiffe, die ihr hier seht. Chip Hotel Eastern, Chip Hotel Western. Da könnt ihr euch eine Unterkunft buchen, wenn ihr direkt auf der Spree schlafen wollt. Neben Autos fährt auch die U-Bahn direkt über die Oberbaumbrücke. Wenn ihr wollt, könnt ihr bis zur Warschauer Straße laufen und dann Richtung Kreuzberg mit der U-Bahn über die Brücke fahren. Durch die Brücke können wir hier Richtung Treptow schauen. Das Denkmal Molecule Man ist so ein bisschen erkennbar. Und hier geht der Blick in die andere Richtung. Da sehen wir den Fernsehturm am Alexanderplatz. Das war unser Spaziergang an der Eastside Gallery bis zur Oberbaumbrücke. Unterwegs waren wir dann auch noch auf dem Uberplatz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt unserem Kanal ein Like, abonniert ihn und hoffentlich bis bald in Berlin.